Eure KD ist vielleicht unter 1, unter 2 und ihr wollt vielleicht darüber hinaus und vielleicht sogar eine 3er KD erzielen und das Ganze ohne VPN und ohne Bots, dann ist das ein perfektes Video für dich. Viel Spaß! Ich habe im letzten Jahr über 50 Warzone-Coachings gegeben und zuletzt viel zum Thema Ranked. Und oft kommt da die Anfrage, ja, ich möchte Tier 3 oder Crimson oder sogar schillernd erreichen, aber ich möchte vor allem mein Aim und Movement verbessern, damit ich endlich mehr 1 gegen 1 zuverlässig gewinne. Und wie das euch regelmäßig und zuverlässig gelingt, erfahrt ihr jetzt. Und damit legen wir direkt los, Freunde. Das Allerwichtigste oder was ich oft in diesen Coachings bezüglich Ranked eben dann auch sage ist, ihr müsst verstehen, Ranked, erster Tipp übrigens, Fallschirm so spät wie möglich ziehen, damit ihr schneller da seid wie ich gerade. Zurück zum Thema, was ich sagen wollte. Ihr müsst verstehen, Ranked ist eine ganz andere Spielweise. Ranked ist ein Teamspiel. Ihr wollt in Ranked gar nicht in so, ich sag mal, Nahkampfsituationen kommen im Optimum. Ihr wollt optimales Positioning haben, aus der Ferne viele Kills haben. Ihr wollt grundsätzlich immer nur in Überzahl kämpfen und immer einen Informationsvorsprung haben. Diese Unterzahlsituation, 1 gegen 2, 1 gegen 3 Situationen, das sind Notsituationen. In die wollt ihr im Optimum in Ranked gar nicht rein. Wenn denn dann so eine Situation da ist, die sich natürlich nicht immer vermeiden lässt, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn ihr ein individuell gesehen sehr starker Spieler seid, also sehr starkes Movement habt und eben sehr gut darin seid, 1 gegen 1 Situationen sauber ausspielen zu können. Und deswegen empfehle ich dann den Leuten auch beim Thema Ranked immer, wenn die mir auch so ein Video schicken, sage ich, ja, guck mal, du bist nicht einmal down gegangen, ihr hattet super Positioning, wie soll ich deine individuelle Leistung jetzt bewerten? Das ist dann schwer für mich. Ich sage, ich brauche von dir ein Solo-Gameplay, am besten Solo gegen Duo oder Solo-Solo, ist in dem Falle egal oder abhängig vom Skill. Und da kann ich dann sehen und da brauche ich auch Situationen, wo er mal verkackt. Ne? Weil nur wenn man Fehler macht, kann ich ja sehen, woran es gelegen hat. Die Leute neigen dazu, mir ihre besten Gameplays zu zeigen, aber ich muss natürlich auch mal Gameplays haben, wo es nicht so gut lief, ja? Deswegen, wenn ihr euch in Ranked verbessern wollt, ist das eine Sache. Wenn ihr euch aber als individuelle Person im Thema Aim, Movement und eben mehr 1 gegen 1 Fights gewinnen wollt, verbessern wollt, ihr wisst, was ich meine, dann empfehle ich den immer, spielt Solos oder spielt Solo-Duos. Und so wie ich das jetzt hier mache, ich spiele Solos, kein VPN und auch kein Einfach, was ja auch kein Solos wäre, das gibt es ja nur in 4er-Teams. Wenn ihr einfach macht, dann bitte am besten ohne Team, beziehungsweise auch wieder abhängig vom Skill. Aber ich möchte euch heute mal wirklich zeigen, wie ihr euch als Solo weiterentwickelt. Und was ich hier ja schon gemacht habe in den letzten Situationen, hier wieder. Ich bin ganz ruhig geblieben in der Situation. Man muss also auch mal stehen bleiben. Man muss nicht immer in Bewegung bleiben. Grundsätzlich ist ja eine Regel in Call of Duty, immer in Bewegung bleiben. Aber auch hier, ich höre jemanden. Ich habe auf jeden Fall jemanden gehört. Deswegen auch einfach mal warten. Ich habe ja kein Radar, kein UAV. Ich habe keinen Informationsvorsprung. Also lasse ich den doch mal unten rum oder unter mir einfach sein Ding machen und warte auf den Sound und weiß jetzt, dass er im Keller ist oder in der Nähe, gehe immer noch langsam und slide jetzt um die Ecke, benutze mein Movement, bleib dann wieder in Bewegung in Call of Duty, beim Schießen, immer Bewegung, man hat keinen Präzisionsverlust und da habe ich dann die Basics versucht wieder in den Gunfight zu integrieren. Aber in der Runde erwartet bitte kein Heikel-Game, ja? Es geht wirklich hier jetzt mal darum, 1 gegen 1 Situation zu haben und die möglichst sauber auszuspielen, weil das ist die Basis dafür, auch 1 gegen 2 Situationen oder sogar 3 und 4 Situationen zu gewinnen. Was passiert hier? Ich habe ihn oben über mir landen gehört und wusste natürlich, dass er eigentlich keine so allzu starken Waffen haben kann, konnte somit meinen Nachteil aus dem Lowground eingehen. In dem Falle höre ich wieder jemanden, ich weiß, eine Drohne ist an. Das sieht man an diesem roten Rahmen.
Warum sollte ich meinen Highground jetzt aufgeben? Wenn ich jetzt hier natürlich möglichst viel Kills jetzt in Solos erreichen wollen würde, dann würde ich sofort draufgehen. Aber ich weiß ja nicht, wie gut dieser Spieler ist. Hat der einen Lodi oder nicht? Ich kriege hier gute Shots. Gehe direkt in den Headglitch, weil ich weiß, er wird mich jetzt wahrscheinlich pushen. Macht er auch, weil er hat mir ja gute Shots gesetzt. Also, ich habe sofort plattiert, bin sofort in Deckung gegangen. Ich bleibe aber in Highground. Warum soll ich ihm denn jetzt den Gefallen tun? Und ihn so, ich sag mal, sinnlos pushen, dann mache ich es ihm ja nur einfach. Ich versuche einen Überraschungseffekt zu erzielen. Der ist jetzt runtergedroppt. Warum soll ich jetzt runterdroppen? Ich bleibe im Highground. Ich verhalte mich einfach mal kurz ruhig. Ziehe meine Platten. Zeig mich nicht. Er kommt hoch. Er hat mich aus dem Fokus verloren. Wusste nicht mehr genau, wo ich bin. Also ein einfacher Kill. Er war nicht schlecht. So vom Movement würde ich sagen, war es ein solider Spieler. Also, gegen so Spieler gewinnt man mal ganz schnell, auch wenn sie schlechter sind im eigentlichen Sinne, weil man sinnlose Dinge macht, weil man sinnlos reinpusht, weil man seinen Vorteil, in meinem Fall den Highground, einfach verlässt. Und sozusagen den Vorteil, ja, verlässt und dem Gegner die Chance gibt, wieder auf Augenhöhe zu kommen. Aber in diesem Spiel geht es meistens darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Übrigens in jedem Shooter, nicht nur in diesem Shooter. Also mache ich das doch. Ich muss doch nicht immer ihm die Chance geben, wieder zu atmen, obwohl ich schon, ne, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir wieder eine Situation. Ich sehe auf dem Radar, ist einer über mir. Jetzt habe ich gesehen, er war auf meiner Ebene. Jetzt weiß ich, er ist im oberen Stock. Verkacke hier leider den Sprung hier rein. Ich weiß, er ist jetzt also über mir. Information ist da. Ich schleiche mich hier ein bisschen ran und gucke, was passiert. Jetzt mache ich kurz Pause. Wir haben gesehen, 2 Minen. Es ist jemand alleine im Haus. Hat sich vermint. Jetzt kommt das Thema Einschätzungsvermögen ins Spiel. Für mich ist jetzt klar, ist nicht so ein guter Spieler. Ein richtig starker Spieler würde sowas nie machen. Heißt aber nicht, dass er ein super schlechter Spieler ist. Und ich habe total den Schaden genommen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Flucht. Man muss jetzt erwarten, dass er mich pusht. Ich versuche hier rauszukommen. Hat nicht geklappt. Er pusht mich aber nicht. Nächstes Einschätzungsvermögen. Ein, ich sag mal, nicht ganz so schlechter Spieler, aber schon etwas fortgeschrittener Spieler, hätte jetzt, nachdem seine Minen gezündet haben und er gesehen hat, dass meine Platten oder dass das Schild gebrochen wurde, hätte mich sofort gepusht. Der wäre nicht in dem Raum da gewesen. Deswegen, erst wusste ich, es ist nicht so ein guter Spieler. Ich wusste aber nicht, es ist vielleicht ein mittlerer Spieler. Jetzt weiß ich, es ist ein sehr Anfängerspieler und habe also mein Einschätzungsvermögen wieder genutzt. Ne? Das ist ja ein Thema, was ich immer sage. Jetzt treibe ich ihn mit den Granaten nach links, kann ihn pre-shooten und kann im Prinzip ihn killen, ohne dass er mich einmal getroffen hat. Wir sehen unten auch Level 54. Also mein Einschätzungsvermögen hat sich hier komplett bewahrheitet. Nächster wichtiger Punkt für Solos. Ja? Ihr wollt eine richtige Strategie haben. Die allerwichtigste Strategie ist erstmal, ihr wollt möglichst viele Konfrontationen suchen. Ihr wollt in kurzer Zeit möglichst viele Konfrontationen haben. Spielt wieder Auferstehung Solos. Da habt ihr in kurzer Zeit möglichst viele Konfrontationen. Das ist der erste Punkt der Strategie. Ich bin eben ja anfangs bei Control gelandet. Mitten rein. Entweder mache ich da viele Kills oder ich gehe schnell down. Ich habe da 1 oder 2 Kills gemacht, bin dann down gegangen. Dann bin ich wiedergekommen auf Factory. Dann lasse ich die Zeit ablaufen. Gucke, dass ich auf jeden Fall die Zeit überlebe, damit, wenn ich dann down gehe, wieder komme. Da war nicht viel los. Dann beginnt der zweite Part der Strategie, so schnell wie möglich ans Lodi kommen. Wenn ich mein Lodi habe, dann gehe ich damit die ersten Fights ein, wie wir hier gesehen haben, versuche saubere 1 gegen 1 Fights zu erspielen und dann ist der nächste Punkt, der dritte Punkt der Strategie, Informationen. Ihr wollt Informationen. Ich hatte mir eben eine Drohne gezogen. Und jetzt ist die Drohne vorbei, gegnerische Drohne ist an, ich habe hier was gehört, nehme den Herzschlagsensor, versuche damit mir wieder einen Vorteil zu verschaffen. Kann ihn nicht festmachen, jetzt sehe ich hier oben links ein, Richtung Shop vielleicht. Jetzt haben wir Schlussverkauf. Das könnte man mit in die Strategie integrieren, gerade bei Rank ganz wichtig. Ihr habt Schlussverkauf, ich habe 4.800, ich kann mir jetzt schon wieder für 3.000 eine Drohne ziehen. Ich sehe jetzt hier ein. Kann ihm gute Shots setzen. Hier kommt noch einer runter. Der kommt jetzt hier hoch. Das habe ich geahnt. Setzt mir noch gute Shots, muss ich sagen. Aber konnte ich holen. Und ich weiß, auf Wasserturm ist noch einer. Und ich habe Geld. Ich will eigentlich zum Shop. Jetzt gucke ich, wo er ist. Bewege mich nicht. Setze ihm gute Shots und weiß dadurch, dass ich ihm so gute Shots gesetzt habe, dass er unter Druck ist. Sich kurz zurückziehen und plattieren muss. Was mir das Zeitfenster gibt,
um schnell runterzugehen und mir eine Drohne zu holen und die jetzt endlich auch zu ziehen. Mit der Drohne sehen wir jetzt ganz klar wieder, was hier los ist. Also wir haben hier 2 Punkte über mir. Wir haben den Punkt auf dem Wasserturm, den ich ja gerade beschossen habe. Und wir haben hier hinten Tankstelle. Also eine Information, die wir uns auf jeden Fall merken sollten. Und es ist ein roter Rahmen drum. Das heißt, irgendein Gegner hat auch entsprechende Informationen, die ich gerade habe. Und mit dem versuche ich jetzt wieder mein Ding zu machen. Nächsten Fight zu suchen. Das war ein bisschen dumm. Ich kriege hier natürlich Shots. Das hätte ich mir denken können. Gehe hier direkt in Deckung, aber ziehe sofort die Wiederauferstehung. Könnte ja sein, dass er jetzt irgendwie schnell rüber pusht. Wenn er sich da beeilt hätte, wäre das vielleicht sogar eng geworden. Jetzt kommt der Prezi. Natürlich, jetzt gehe ich entsprechend runter und warte, bis der Prezi vorbei ist. Ich habe jetzt viel gesagt. Ich konnte nicht auf jede Situation im Spiel eingehen. Aber Fakt ist, ich habe jetzt 9 Kills. Ich habe meine Geld regelmäßig genutzt. Ich habe meine Strategie eingehalten. Und ich habe wirklich versucht, und das soll der Tenor dieses Videos sein, 1 gegen 1 Situationen zu suchen und zu erspielen. Ich bin in Situationen nur rein, wenn ich mir ziemlich sicher war, dass ich einen Vorteil habe. Man kann natürlich auch, um zu trainieren, besser zu werden in der Reaktion und dem Aim, sich auch mehr Risiko eingehen. Oder wenn man einen neuen persönlichen Killrekord brechen will, dann reichen meine, ich weiß jetzt nicht, 13 Kills, die ich hier in dieser Runde mache, auf keinen Fall aus. Dann kann man auch wiederum anders spielen. Und deswegen sage ich auch immer, setzt euch klare Ziele. Das Ziel dieser Runde war für mich, für dieses Video vorbereitend, weil ich eben im Coaching von Ranked Coachings so oft höre, ich möchte mich verbessern. Auch hier, einfach mal liegen bleiben. Ich habe ihn noch gehört, der kommt hoch. Ich lasse ihn, bleibt einfach liegen, er kommt hoch. Da gebe ich ihm gar keine Chance zu atmen. Ne? Ein guter Spieler hätte mich, er hätte wahrscheinlich gewusst, dass ich da liege. Der hätte mich erst genadet und wäre irgendwie dann gepusht oder mit dem Gas oder was auch immer. Hätte auch deine taktische Ausrüstung genutzt, sage ich ja auch immer, nutzt die, man hätte mich dann gepusht. So, aber das habe ich also gemacht, nachdem ich in Ranked immer gehört habe, ja, ich will besser werden im Aim-Movement, sage ich, okay, spielt Solos, spielt 1 gegen 1 Situationen aus und ja, je nach Skill muss man dann wiederum auf verschiedene Sachen achten. Das fängt an bei der Strategie, die ich erklärt habe, dass man wirklich auch regelmäßig aufs Radar guckt, ja, dass man auch mal langsam und auch mal schnell spielt, dass man so eine Balance im Pacing hat. Man hat gesehen oft genug, wie ich auch mal langsam, ich gehe dann im Visier gehend, weil dann die Steps kaum hörbar sind, ne? Ja, dass man seine taktische Ausrüstung nutzt, dass man guckt, wenn die Wiederauferstehung zu Ende ist, wie jetzt, dass man sich das auch mal merkt, wann die zu Ende ist, dass man sich mal merkt, wann ist denn der Schlussverkauf, dass man das auch im Hinterkopf behält und in sein Geldmanagement mit reinnimmt. Also, ne, wenn man weiß, okay, Moment, wir haben jetzt ja gleich ist die zweite Zone vorbei und ich weiß, bei der dritten Zone bei 1 Minute 7 ist der Schlussverkauf und ich habe gerade $9.000, ja, dann warte ich doch kurz und kaufe mir dann einen Orbi, weil der Orbi ist länger, ich habe Echtzeitdaten und damit kann ich habe ich einen riesen Informationsvorteil. Ne? Und dass ich dann vielleicht auch mal, wenn die Wiederauferstehung beendet ist, ein bisschen aufs Positioning gehe und diese Konfrontationssuche ein bisschen hinten anstelle. Ja? All diese Sachen, die lernt man halt sehr gut im Solo-Fight. Man kann sich auch sehr gut auf sich selber konzentrieren. Es gibt ja keinen Mate, der irgendwie zwischenredet, der sich ständig aufregt und man dann die Steps der Gegner nicht mehr hört. Man kann sich wirklich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren und diesen Tipp gebe ich immer wieder in Coachings. Viele tun sich da schwer, viele sind gerade Anfänger, sind dann noch sehr nervös und aufgeregt, weil klar, jeder Fehler, den man selber macht, den kann kein anderer wieder mehr rausreißen. Ne? Das heißt, es ist vielleicht tendenziell mal schwerer. Man ist eben, das ist ähnlich wie beim Tennis. Ne? Wenn da der Kopf nicht mitspielt, dann kann man sich nicht auf andere Teammitglieder verlassen. Aber so ist es halt und jetzt endlich macht es einen wirklich zu einem deutlich besseren Spieler. So, jetzt haben wir die Endzone hier erreicht. Ich habe hier ein ganz gutes Positioning, würde ich sagen. Ich habe mir eine gute Position gesucht mit einem schönen Headglitch. Ich wusste, da ist einer, da hinten auf Yellow ist einer. Das habe ich in dem Moment noch nicht so gut verstanden. Jetzt habe ich seinen Kopf, glaube ich, wahrgenommen. Und ich habe hier den Zone Pole, also perfekt positioniert, wenn man so will. Man braucht auch ein bisschen Glück. Und natürlich, wir gucken immer, was haben wir dabei. Ne? Ich habe eine Gasmaske, ich habe eine Munitionsbox, ich habe noch 2 Stims. Und also eine gute Voraussetzung, um vielleicht auch ein Gasplay mit den Stims zu machen. Und ich weiß, es leben jetzt noch 3 gegnerische Spieler. Einer war eben auf Yellow. Und ich will natürlich hier meinen High Ground
Stell mich hier in den toten Winkel, falls da jemand ist. Ich habe da ja auch jemanden gehört, der sich wiederbelebt hat. Ja. Aber ich wusste nicht, dass er da down ist. Selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht runtergepusht. Das Risiko wäre natürlich relativ hoch gewesen, dass ich dann direkt in das Third Party reingelange. Und jetzt habe ich ihn geholt und es ist nur noch ein 1 gegen 1. Und ich habe High Ground. Ich habe 2 Stims. Ich könnte die Munitionsbox jetzt legen, dann fallen da nochmal Stims raus und ich habe die Granaten. So. Und jetzt gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder der pusht jetzt hier hoch und das macht er auch. Nutzt direkt meine taktische Ausrüstung, push auch hinterher. Er hat sogar noch eine Flash geworfen und einen Stun. War gut gemacht von ihm, aber ich habe es sauber ausgespielt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wertvolle Tipps an die Hand geben, damit ihr euer Solo-Gameplay verbessert. Und wenn ihr jetzt auch noch on top wertvolle Tipps für Ranked sucht, dann empfehle ich euch unbedingt dieses Video.